Hallo Mädels und Jungs, long time no see. Ich war sehr beschäftigt, aber heute gehen wir der zwei Fragen nach, und zwar der ersten Frage: Stimmt es, dass es wirklich so viel oder so wenig eigentlich geregnet hat und die Trockenheit so stark war seit Herbst bis jetzt in Österreich? Und die zweite Frage: Muss man unbedingt ans Meer fahren, um Muscheln oder Einsiedlerkrebse zu finden? Und wo kann man natürlich die Frage besser beantworten als an der Donau im Auengebiet? Denn das Auengebiet ist natürlich eine natürliche oder ein natürlicher Wasserspeicher. In dem Gebiet wird sehr viel Wasser gespeichert und aufgenommen, und wir schauen uns zurzeit die Donau an und sehen auch hier die Sandbänke, und weiter unten sieht man den Anfang eines Baggerschiffes. Ja, die Donau führt in diesem Bereich nicht viel Schotter mit sich und muss von Zeit zu Zeit ausgebaggert werden. In Zeiten der Trockenheit, so wie es bis jetzt war, natürlich umso mehr. Warum? Weil sonst die Schifffahrt wie hier nicht aufrechterhalten werden kann, da ja die Schifffahrtsrinne sonst versanden würde. Es hat gestern und vorgestern fast den ganzen Tag geregnet, oder zumindest, wenn man es zusammenrechnet, rund 1,5 Tage Regen hat es gegeben. Und das hat dazu geführt, dass diese kleine Insel hier in der Donau fast nicht mehr sichtbar war. Vor dem Regen war die Insel ungefähr viermal so groß. Man konnte unten stehen und von der Insel weg Steine ins Wasser schießen. Dieses sogenannte in Österreich Platschen oder Platteln, beziehungsweise in Deutschland sagt man Pitschen dazu. Das heißt, flache Steine übers Wasser gleiten lassen. Was ihr hier drüben seht, ist zum Beispiel die Sandbänke. Das sind zum Beispiel Sandbänke, die vom Baggerschiff angeschüttet wurden, und zwar alles, was aus der Donau herausgebaggert wurde, wird hier auf der Seite aufgeschüttet. Hier seht ihr auch das erste Schubschiff, das 2 Lastenkähne vor sich her schiebt und in dem Waren befördert werden. Anders als auf dem Meer gibt es hier andere Regeln zu beachten, und auf der Donau ist man draufgekommen, oder auf den Binnengewässern ist man draufgekommen, dass das Ziehen nicht so effizient ist wie das Schieben. Hier sieht man auch noch einmal die andere Insel, die zum Beispiel auch sehr weit heraus, nicht mehr sehr weit heraus ist, die um ein großes Stück kleiner geworden ist seit dem Regen. Gut, das sieht man dann aber. Ja, wo könnten wir die Frage der Trockenheit am besten beantworten als im Augebiet selbst? Wir befinden uns jetzt in einem Überschwemmungsgebiet, und das hier, was ihr hier seht, bis zum Wasser hin, ist normalerweise unter Wasser. Das heißt, ihr seht, es hat wirklich viel zu wenig geregnet und die kleinen Seen, Dümpel trocknen aus. Was mich aber gleich zur nächsten Frage bringt: Muss man unbedingt ans Meer fahren, um Muscheln zu finden? Oder Einsiedlerkrebse? Nein, muss man nicht. Denn hier seht ihr, dass wir sozusagen über einen Muschelteppich gehen. Und das hier sind alles Klappmuscheln. Natürlich
sind die nicht mehr in Ordnung. Hier schon viele zertreten. Und wenn man ins Schilf hineingeht, dann findet man auch sehr große Exemplare. Hier noch die kleineren, aber eine große Menge, und man muss schon wirklich aufpassen, um nicht drauf zu steigen. Hier auch noch eine eher kleinere. Im Schilfgebiet findet man dann größere Exemplare bis zu ganz große. Ja, wie gesagt, hier normalerweise alles unter Wasser und ein wunderbares Gebiet für Flora und Fauna. Auch die Ansiedlung von allen möglichen Tieren, wie zum Beispiel dem Biber. Hier seht ihr einen Baumstamm, der zum Beispiel beidseitig von einem Biber abgebissen wurde und dann späterer Folge für den Dammbau verwendet wird. Liegt hier wahrscheinlich durch eine frühere Überschwemmung weggeschwemmt. Hier nochmal ein paar größere Muscheln, ungefähr 2 bis 2,5 Finger lang. Und das hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie ein Überschwemmungsgebiet am besten nicht angegriffen wird, denn würden die Bäume weggeräumt werden und das Geröll bzw. das Geäst und alles, was hier so herumliegt und vor sich hin fault und vermodert, würde ein Lebensraum für viele Tiere und andere kleine Tierarten wie Käfer, Ameisen etc. verloren gehen. Hier wo wir gehen, normalerweise Wasser. Hier vorne hat jemand wurde ein Stecken hineingesteckt in das Augebiet bzw. in diesen Sumpf. Und da gibt es eine Marke oben, und bis zu dieser Marke sollte normalerweise das Wasser hinaufgehen. Und wir sehen, dass das nicht der Fall ist, denn das ist normalerweise komplett unter Wasser, dieser Stab, und zurzeit alles trocken. Für was ist das Augebiet noch gut? Ja, es verhindert viele Überschwemmungen, denn diese Gebiete sind wie ein großer Schwamm und nehmen das ganze Wasser, wenn die Donau über die Ufern tritt, natürlich auf und verhindern so in vielen Gebieten, wie eben zum Beispiel Bratislava, dass ja dann durch die Stadt fließt die Donau nach Wien, viele Überschwemmungen verhindert. Einerseits kann man natürlich angenehm Muschel suchen, ohne dass man ins Wasser gehen muss. Andererseits ist es natürlich ausschlaggebend dafür, dass es viel zu trocken war in Österreich in den letzten halben Jahr. Und 1,5 Tage Regen haben eigentlich nichts bewirkt. Im Gegenteil, denn der Regen war so unausgiebig, dass vorne die Landzunge jetzt noch weiter heraus ist und vorher auf der einen Seite kaum zu sehen war. Gerade an der Donau sieht man etwas, dass es geregnet hat. Hier vorne sieht man auch noch einen Schwan. Ja,
das war's zu Muschelsuchen in Österreich. Süßwasser-Klappmuscheln. Man muss nicht unbedingt ans Meer fahren. Es gibt sie hier so massenhaft, dass man über einen Teppich geht. Und die Frage des Wasserhaushaltes in Österreich ist so zu beantworten, dass der Regen, den es letztens gegeben hat, einfach nicht ausgiebig genug war. Hier schon das zweite Schiff. Dieses hier fährt bergauf, hat 4 Lastenkähne vorne, 2 nebeneinander und 2 hintereinander. Dann wird hinten von einem großen Schubschiff geschoben und dort fährt ein Lastenkahnverbund stromabwärts. Welche Geschwindigkeit fahren diese Lastenkähne? In etwa ein wenig schneller als gemütlicher Spaziergang. Das heißt bergauf ca. 4 bis 7 km/h. Nicht übermäßig, aber sie kommen voran.